Heute im Video geht es mal um die Frage, ob dicke Personen auch Ernährungsberater sein dürfen oder Tipps geben dürfen zu Binge-Eating und so weiter. Es geht um Sophia Thiel. Es war ein Gesprächsthema bei uns auch auf Discord und deshalb wollte ich euch mal hier zumindest die Gedanken, die wir da so ein bisschen herausgearbeitet haben, mitteilen, um vielleicht das Ganze in zukünftigen Diskussionen ein bisschen lockerer zu sehen. Aufhängepunkt war, dass im Gannikus-Podcast Danny gesagt hat, dass Sophia Thiel im Endeffekt ja eigentlich gar keine Tipps geben dürfte, weil sie entsprechend übergewichtig ist oder selber nicht klarkommt mit dem Essen. Wenn du als Frau 90 Kilo auf 1,72 Meter wiegst, dann solltest du keine Tipps geben, wie man Fressattacken vorbeugt, ganz egal, wie richtig die eventuell sein mögen. Du bist kein gutes Beispiel und offensichtlich haben die Tipps bei dir auch nicht gegriffen. Und da gibt es ja auch entsprechend hier eine sehr schlanke Ernährungsberaterin, die schon mal irgendwo im Fernsehen aufgetreten ist. Wir kennen sie alle. Und? Was machen Sie so beruflich? Und dann sage ich mal, ja, man sieht es wahrscheinlich nicht sofort direkt, aber ich bin Ernährungscoach. Und da stellt sich natürlich jetzt generell einfach die Frage, dürfen übergewichtige Menschen oder Menschen, die vielleicht selber nicht das verkörpern, nicht so aussehen, was sie denn eigentlich dort von sich geben, dürfen die solche Tipps eigentlich geben? Und da muss man sagen, theoretisch dürfen die das schon. Das war jetzt so die Quintessenz aus dem, was wir in dem Gespräch auch so rausgearbeitet hatten, denn man soll die Menschen eben nicht nach ihrem optischen, also irgendwie beurteilen, sondern an ihren Taten. Und da muss man einfach sagen, wenn die Tipps jetzt von der übergewichtigen Ernährungsberaterin oder von Sophia Thiel im Endeffekt im Grunde korrekt sind, dann kann man da ja eigentlich nichts gegen sagen. Auch wenn sie selber sich vielleicht nicht an die entsprechenden Sachen hält, muss man sagen, dass wenn die Tipps richtig sind, dass das natürlich in Ordnung ist. In die gleiche Kerbe schlägt ja auch das, was wir die letzten 2-3 Jahre hatten, dass jeder halt seinen Senf zu allem dazu gegeben hat. Jeder war Virologe. Das wurde ja von vielen da draußen, von vielen Hetzern dann immer wieder als Anlass genommen zu sagen, was erlaubst du dir überhaupt etwas zu diesen Themen zu sagen, wenn du doch gar kein Mediziner bist, Virologe bist oder was auch immer. Was natürlich völliger Quatsch ist. Denn wenn die Aussage im Endeffekt korrekt ist, die man da macht und damit natürlich anderen Menschen etwas beibringt oder hilft, dann ist es ja auch völlig legitim, das entsprechend auch als Nicht-Experte da draußen eben den Leuten an den Mann zu bringen. Oder die Frau natürlich auch. Und so ist es natürlich auch bei Sophia Thiel, dass wenn ihre Tipps im Endeffekt richtig sind, das Ganze legitim ist, dass wenn sie da entsprechend natürlich auch in irgendeiner Weise Videos zu macht, ein Buch schreibt oder was auch immer. Eine andere Frage ist es natürlich dann, wenn man so schaut, ob das dann glaubwürdig auch rüberkommt. Wenn man sich jetzt die stark übergewichtige Ernährungsberaterin anguckt, würde man schon sagen, irgendwie ist das nicht ganz so glaubwürdig, was sie da vielleicht macht, weil sie selber in irgendeiner Weise bei sich das nicht mal anwenden kann, umsetzen kann. Und da ist natürlich dann die Skepsis schon angebracht im Endeffekt. Und man muss sich natürlich fragen, warum schafft sie das nicht? Warum schafft Sophia Thiel das im Endeffekt nicht, die eigenen Tipps entsprechend umzusetzen? Das wäre nämlich der Knackpunkt, den man dann eigentlich als Sophia Thiel vielleicht rausarbeiten müsste und schauen müsste, warum klappt es eigentlich bei mir nicht? Dann könnte es ja auch sein, dass dieses eine Ding bei vielen anderen ja auch nicht klappt. Und dann hat man natürlich für die Menschen jetzt keine Lösung. Aber wenn es einfache Lösungen sind für die Allgemeinbevölkerung, was weiß ich, ernähr dich gesund mit Gemüse und Fleisch oder was auch immer, dann ist das ja völlig okay. Was anderes ist es natürlich dann, also wenn das nicht mehr legitim ist, wäre, wenn man entsprechend mit diesen Aussagen in irgendeiner Weise natürlich etwas Falsches den Leuten mitgibt und dann darauf basierend in irgendeiner Weise etwas faked oder eben auch noch Geld verdient. Also den Leuten das Geld aus der Tasche zieht im Endeffekt, wenn hinter diesen Tipps, die man dann gibt, auch nicht wirklich etwas Substanzielles steht. Das heißt, ich würde jetzt ein Ernährungsbuch raushauen in irgendeiner Weise, würde als stark Übergewichtiger einfach irgendwas von Wikipedia zusammenkopieren und sagen, ja, ihr müsst einfach weniger Süßigkeiten essen, weniger Kalorien und fertig. Und damit den Leuten das Geld aus der Tasche ziehe, wenn ich selber mich noch nicht mal an so grundsätzliche Sachen halten kann, das finde ich dann schon eher fragwürdig. Und wenn es dann natürlich auch noch Lügen sind, die man dann vielleicht verbreitet, zum Beispiel, wenn ein Bodybuilder jetzt stoffen würde
und erzählt dann überall rum, er wäre natural und hätte das mit dem Trainingsprogramm erreicht und verkauft euch dann dieses eine Trainingsprogramm. Da kennen wir auch unsere Experten von der YouTube-Bodybuilder-Zeit. Dann ist das Ganze natürlich verwerflich und da muss man natürlich sagen, nee, das ist nicht das, was du damit erreicht hast, wo du das verkaufst, sondern es ist dann eben einfach nur gelogen. Und da muss man natürlich sagen, wenn da eine Wahrheit hintersteckt, wenn das wahr ist, was man eben sagt, dann ist das in Ordnung. Wenn es aber gelogen ist oder auf Fakes oder sowas beruht, dann muss man ganz klar sagen, dann ist das verwerflich, dann darf man solche Tipps natürlich nicht veräußern im Endeffekt. Der große Vorteil jetzt bei Sophia Thiel wäre, wenn sie ihre Probleme herausarbeiten würde in irgendeiner Weise und selber einen Weg finden würde, wie sie damit besser zurechtkommt, was natürlich dann entsprechend vielleicht einen deutlich tiefer gehenden individuellen Ansatz auch nötig macht im Endeffekt. Wobei dann sie natürlich auch irgendwie Hilfe von außen bräuchte und das müsste man begleiten und so weiter. Ich kenne aber allerdings auch nicht ganz genau die Aussagen, die sie eben tätigt, beziehungsweise Dinge, die sie damit eben verkauft. Wir wissen ja, das ist eine Werbefigur, das muss man ganz klar sagen. Die verdient ihr Geld damit, dass sie eben in Zeitschriften, Fernsehen und eigene Produkte irgendwie an den Mann bringt. Und da muss man natürlich immer vorsichtig sein. Ja, weil viele Sachen dahinter natürlich auch stark übertrieben werden, beziehungsweise dann nicht wirklich dort bei den Problemen helfen, wo man eigentlich Hilfe benötigt. Das heißt, bei Süchten zum Beispiel, es bringt mir nichts, wenn ich jemanden einfach irgendwie einen Ernährungsplan jetzt mache und dann sage, isst einfach danach. Nee, ich muss mich schon auch individuell in irgendeiner Weise mit einer Person beschäftigen, beziehungsweise psychologische Hintergründe irgendwie mit aufzeigen, damit man eben versteht, warum man bestimmte Süchte hat, warum man bestimmte Handlungen eben so macht. Und damit kann es am Ende dann nur funktionieren, dass eben wirklich jeder auch in irgendeiner Weise damit besseren Erfolg hat. Und wenn ihr Lust habt, das Ganze eben dann zum Erfolg zu bringen, dann schaut mal auf poke.coach. Da findet ihr einen kostenlosen Fragebogen, den ihr ausfüllen könnt. Da bekommt ihr von mir eben sowohl einen Ernährungsplan wie auch ein Coaching als auch psychologische Tipps und Tricks bei zum Beispiel Heißhunger. Was könnte dahinter stehen? Und damit kann man eben dann wirklich besser arbeiten, als wenn man einfach nur irgendwie so ein Kochbuch hätte oder so allgemeine Tipps von wegen isst einfach weniger Zucker, weil das bringt dann eben auf Dauer meistens auch nicht den Erfolg. Denn nur wenn man versteht, was im Kopf im Endeffekt passiert, dann kann man daran eben auch auf Dauer festhalten und arbeiten. Was haltet ihr davon? Ist es richtig, dass eben übergewichtige Personen oder Personen, die Probleme haben, anderen keine Tipps geben dürfen? Oder ist es doch legitim, wenn diese Tipps in Ordnung sind? Und ansonsten bin ich natürlich auch gerne bereit damit, mit Danny oder Gannikus oder wie auch immer in dem Podcast mal zu quatschen über die Geschichte. Am Anfang habe ich das tatsächlich auch gedacht, was erzählt mir diese dicke Ernährungsberaterin jetzt davon, dass sie Ernährungsberaterin ist im Endeffekt. Aber wenn man halt wirklich mal etwas länger darüber nachdenkt oder auch darüber diskutiert, kommt man vielleicht auch zu einem anderen Schluss. Das ist auf jeden Fall meine Meinung dazu. Teilt es gerne und ansonsten eure Kommentare unten rein. Auf poke.coach gucken, auf Patreon unterstützen und Daumen nach oben nicht vergessen. Bis dann.